Hallo, heute sind wir im Loro-Park. Bananen ist auch etwas wichtig. Hier in den Kanarien haben wir spezielle Bananen, die wachsen hier bei uns seit vielen Jahren. Die haben immer schwarze Flecken, wenn die sind schon reif, wenn die sind schon gelb. Und in die Futtern von Papageien machen wir auch rein. Die hat viel Potassium, müssen wir nicht extra oder zu viel geben. Aber ist sehr interessant, weil wir haben unsere selbe Finca, wo wir produzieren. Und das ist nicht so einfach. Wir müssen jede Banane halten und die müssen es schneiden. Das ist etwas sehr, eine große Arbeit. Die Leute, die arbeiten mit das, die gerne arbeiten mit jeder Banane und müssen immer aufpassen, wie das funktioniert. Blüten ist sehr interessant. In dieser Blüten in anderen Platz kommen die Loris und fressen die Nektar. Hier können wir die Nektar sehen. Die kommen raus und in anderen Ländern kommen auch die Fledermaus, die fressen Nektar und kommen hier unten und können schlucken alle diese Nektar. Natürlich, die Bananen sind sehr gesund, können hier auf die Pflanzen reifen. Das ist perfekt und sind sehr süß. Ist viel besser, als wenn die Leute schneiden, wenn die Bananen sind noch grün. Zuckerrohr ist noch etwas, ein Komplement, die können wir an unsere Vögel und unsere Tiere geben. In Loro-Park die Gorillas magen die, aber ist sehr gesund, weil die kriegen ein Enrichment, etwas Neues. Papaya ist eine Frucht, die ist richtig gesund für unsere Papageien. Wenn wir haben ein Problem im Kopf, weil die können nicht gut verdauen oder so, wir haben immer Papaya. Und Papaya ist immer in dieser Mischung, die geben wir regelmäßig jeden Morgen an unsere Papageien. In die Obst, die wir benutzen, normalerweise Apfel ist immer dabei, Papaya auch, weil es gesund ganzes Jahr. Diese Variation von Papaya ist sehr produktiv. Die produziert viel und die Qualität hier von unserer Erde und die Arbeit von unseren Gärtnern ist ganz toll. Wir haben eine super Produktion jetzt, wo wir haben immer ein Exzedent, wir haben übrig genug und das bedeutet, dass unsere Restaurant kriegen auch ökologische Papaya. Wir haben einige Hühner gesammelt, weil die waren wild in Natur hier in Teneriffa und natürlich die können nicht allein leben, weil immer gibt es eine Straße oder ein Auto, die macht einen tot und wir haben alle die gesammelt und jetzt produzieren die Eier für unsere Gorillas, für unsere Mischung für Kuchen oder etwas so. Dann haben wir ökologische Eier. Das ist ganz wichtig, weil diese Tiere können hier Spaziergang machen, haben keinen Stress und die Qualität von diesen Eiern, die Farbe von diesen Eiern ist etwas unglaublich, etwas toll und etwas sehr gesund für unsere Tiere. Das ist ein kleines Baum von Nim. Das ist eine Art von Baum, die ist sehr interessant, die kommt von Asien und die macht kaputt alle Plage. Keine Plage von Insekten können hier kommen. Und das ist gut, weil wenn wir haben diese Baum oder diese Bäume in die verschiedenen Ecken von dieser Finca,
die Plagen können nicht kommen gegen unsere tropikalische Bäume. Das ist sehr gesund und wir können arbeiten ohne Gift und mit etwas naturell. Das ist unsere Meinung für alles, was wir machen hier in Loro Parque. Wir pflanzen auch kanarischen Kiefern. Die sind sehr wichtig, sehr gesund für unsere Vögel. Die Äste und die Blätter sind sehr gut gegen Aspergillosis und andere Krankheiten. Und das ist etwas, die haben unsere Vögel regelmäßig. Jede Woche kriegen Äste in jeder Gehege. Jeder Platz, wo wir halten Papageien, kriegen die Äste von Kiefern. Dann wir machen unsere Wald von kanarischen Kiefern, weil brauchen wir immer. Einigen Mal sind die Blätter, einigen Mal sind die Kons, die Früchte, die wir benutzen auch. Und auch diese kleinen Samereien von den Pinien, die sind sehr, sehr gut und sehr gesund für unsere Papageien und unsere Vögel. Bougainvillea ist noch eine Pflanze, die ist sehr interessant. Wir können es benutzen in jeder Grenze, die wir haben im Park oder in Gehegen. Ist nicht gefährlich für Tiere und die haben normale Stacheln und die Tiere kommen nicht dagegen. Auch die Leute, die möchten reinkommen in eine Finca oder so, treffen mit diesen schönen Pflanzen. Wir haben verschiedene Mutationen, verschiedene Farben, die wachsen und sind ganz bunt, ganz schön und ist etwas naturell. Schnee, Palmen, auch Meer, alles zusammen. Das ist eine schöne Kombination. Hier haben wir alle diese Palmen, die geben die Früchte, die wir können später an unsere Tiere geben. Natürlich ökologische Datteln, die können wir immer benutzen. Das ist sehr gut, weil wir kriegen grüne Datteln und auch gelbe Datteln von verschiedenen Arten von Palmen. Haben wir auch Washingtonian haben wir gepflanzt. Das ist eine Palme, die ist sehr stark und wenn die sind zu alt oder die sterben, können wir die Stamm benutzen als Nistkasten für unsere Borstenkopfpapagei oder unsere Gangan-Kakadu. Alle diese Sachen können wir immer benutzen. Ist egal, ob die leben oder sterben. Immer haben wir eine Position oder eine Stelle für diese Sachen, die kommen von Natur. Alle Reste, die kommen von unseren Gehege, von alles, von Gorillas, von Tiger, von Papageien, die kommen viel Obst und viele naturelle Sachen, machen wir für Kompost. Wir machen diese Berge, die Gärtner nehmen auch die großen Äste, machen klein ein Stück und machen wir hier drin. In diese Bergen produzieren wir unsere neue Erde, die Erde von der Zukunft, von ganzen Park und alle unsere Finca. Dann haben wir ein ökologisches System, das funktioniert konstant. Dann die Zyklum ist zu und Loro Parque ist sehr zufrieden. Das ist eine von unseren Fincas. Wir haben verschiedene und in alle benutzen wir jedes Stück von Erde für neue Pflanzen, für Hühner, für Pflanzen, die Obst und die Sachen, die wir brauchen für unsere Tiere. Alles mehr ökologisch als wir können. Das ist etwas ganz wichtig. Und natürlich können wir genießen diese Schatten und das ist gleich wie in einer Insel vom Pazifik. Aber das ist hier in Teneriffa bei Loro Parque. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.